Hallo und herzlich willkommen in der Göttinger Kinderuni. Auch in diesem Semester erwarten euch wieder ganz viele spannende Online-Vorlesungen. Und jetzt freue ich mich darauf, mit euch eine gemeinsame Weihnachtsreise anzutreten. Also bleibt dran und seid gespannt. Für diese Vorlesung braucht ihr kennt es nun inzwischen schon, etwas Zeit und Ruhe. Sucht euch einen gemütlichen Platz und um den Ton gut verstehen zu können, könnt ihr gerne Kopfhörer benutzen. Falls ihr euch zwischendurch etwas aufschreiben wollt, benötigt ihr außerdem Schreibmaterial. Das könnt ihr auch gerne jetzt noch holen. Drückt dafür einfach kurz auf den Pause-Button. So, und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Zuhören und Lernen. Weihnachten steht vor der Tür und ganz bestimmt freuen sich viele von euch auf ein paar erholsame und entspannte Weihnachtstage im Kreise eurer Liebsten. Bereits seit einem Monat werden jeden Sonntag Adventskerzen angezündet, die berühmten Weihnachtsklassiker im Radio rauf und runter gespielt und auf den Weihnachtsmärkten duftet es nach gebrannten Mandeln, Zimtsternen und heißen Punsch. Auch wenn die Adventszeit aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr erneut nur zum Teil gefeiert werden kann und sich auch unser Weihnachtsfest dementsprechend einschränken wird, leuchten dennoch überall die Lichterketten und Weihnachtssterne und schenken uns warmes Licht in dieser schwierigen Zeit. Doch denken wir einmal zurück, wie wir vor der Pandemie ganz klassisch Weihnachten gefeiert haben und es hoffentlich auch in einigen Jahren wieder ausgelassen tun können. Ich möchte, dass ihr euch einmal die Zeit nehmt, wenn ihr mögt, und an all das Gute denkt, das ihr mit Weihnachten verbindet. Was macht das Weihnachtsfest für euch ganz besonders? Macht euch gerne Gedanken, solange wie die Sanduhr sich dreht, oder drückt einfach auf Pause, falls ihr euch dafür noch mehr Zeit nehmen möchtet. Mit Sicherheit ist euch einiges, wie zum Beispiel das leckere Festessen, die Musik, die Dekoration, die Tradition in die Kirche zu gehen, die romantischen Weihnachtsfilme, das gemeinsame Beisammensitzen am Heiligen Abend und noch vieles mehr eingefallen. Dinge, die ihr ganz persönlich mit Weihnachten verbindet. Doch wie sieht es eigentlich anderswo aus? Wie feiert man in anderen Ländern Weihnachten? Natürlich können wir im Rahmen dieser Vorlesung nicht auf jedes Land und auf jede Tradition eingehen. Heute soll es sich daher spezifisch um 3 Länder drehen, die nicht nur geografisch sehr weit voneinander entfernt liegen, sondern auch ganz unterschiedliche Traditionen haben, Weihnachten zu feiern. Seid daher gespannt auf die Bräuche Russlands, Neuseelands und Brasiliens. Fangen wir mit einem Land an, das ungefähr 1/9 der Landmasse der Erde bedeckt und somit flächenmäßig der größte Staat der Welt ist, Russland. Im Vergleich zu Deutschland ist Russland fast 50 Mal so groß und sogar doppelt so groß wie die USA. Amerikanische Weihnachtsfilme kennen wir alle, doch wie viele von uns kennen die weihnachtlichen Traditionen Russlands? Ich habe einen Experten befragt, der uns bei dieser Frage weiterhilft und von den russischen Weihnachten berichtet. Когда мы празднуем Рождество, мы празднуем Рождество 7 января. Причина этому – 2 разных календаря, которые использовались раньше в России. Какие традиции существуют на Рождество? Светских традиций как таковых нет, так как Рождество чисто религиозный праздник. Если сравнивать немецкое Рождество с каким-либо русским праздником, то, скорее всего, его можно сравнить с праздником Нового года. На Новый год мы встречаемся с друзьями либо с семьей, наряжаем елку, дарим друг другу подарки. Какую роль играет религия в связи с Рождеством? Как я только что объяснил, Рождество чисто религиозный праздник, хотя и не рабочий день в России.
В этот день проводятся службы в православных церквях, которые транслируют по телевидению. Какая погода во время Рождества? Как правило, на улице очень холодно, идет снег. Vielleicht haben einige von euch gestutzt, als unser Experte für Russland das Wort christlich-orthodox verwendet hat. Ich möchte es euch kurz erklären. Das griechische Wort orthodox heißt übersetzt rechtgläubig und strenggläubig. Im Christentum, im Judentum sowie im Islam bedeutet Orthodoxie eine strenge wörtliche Auslegung der Heiligen Schriften. Der persönliche Glaube richtet sich vollständig nach der Lehre der Kirche. Besonders in den christlichen Ostkirchen, die sich im Jahr 1054 von der römisch-katholischen Kirche getrennt haben, spielt der Begriff Orthodoxie eine große Rolle. Vor fast 1000 Jahren, am 16. Juli 1054, trennten sich die orthodoxe und katholische Kirche voneinander. Bis heute sind es unabhängig voneinander existierende Glaubensverständnisse. Wieso kam es zu dieser Trennung? Bis 330 nach Christus war Rom die Hauptstadt des Römischen Reiches. Dort befand sich auch der Sitz des Papstes. Kaiser Konstantin ernannte im selben Jahr die Stadt Byzanz, das heutige Istanbul, zur zweiten Hauptstadt. Ihm zu Ehren wurden sie Konstantinopel oder auch Ostrom genannt. Die Folge: Das Reich zerfiel politisch nach und nach in zwei Hälften und die Katholiken blieben vermehrt im Westen, während sich die Orthodoxen im Osten verbreiteten. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was denn nun die größten Unterschiede zwischen der katholischen und der christlich-orthodoxen Kirche sind. Insbesondere, dass in der katholischen Kirche Priester nicht heiraten dürfen. In den orthodoxen Kirchen ist das Diakonen und Priestern erlaubt. Bischöfe jedoch sollen alleine leben. Zudem spielt in den Ostkirchen die Verehrung von Ikonen und Heiligenbildern eine wichtige Rolle. Anders als bei den katholischen Christen. Darüber hinaus sind die orthodoxen Gottesdienste viel aufwendiger als die katholischen. Weihrauch und Kerzen, Chorgesänge, die prachtvollen Gewänder der Priester und eine Vielzahl von Symbolen zeichnen die christlich-orthodoxen Messen aus und die Gottesdienste können bis zu 3 Stunden dauern. Zuletzt ist natürlich vor allem für unser Thema zu erwähnen, dass die Katholiken ihre religiösen Feste nach dem gregorianischen Kalender feiern und die Ostkirchen nach dem julianischen. Deshalb fällt Weihnachten bei ihnen nicht auf den 24. Dezember, sondern auf den 6. bzw. den 7. Januar. Fassen wir einmal kurz zusammen, was unser Experte erklärt hat. In Russland ist Weihnachten das zweitwichtigste religiöse Fest nach Ostern. Die russisch-orthodoxe Kirche legt die Feiertage nach dem alten julianischen Kalender fest. Die Differenz zwischen dem alten julianischen und den neuen Kalendern, dem neojulianischen und dem gregorianischen, beträgt derzeit 13 Tage. Deswegen feiert man Weihnachten in Russland nicht am 24. oder 25. Dezember, sondern am 6. bzw. am 7. Januar, also 13 Tage später. Die Fastenzeit beginnt für die orthodoxen Christen exakt 40 Tage vor Weihnachten. Denn nur nach einer körperlichen und geistigen Reinigung können die Gläubigen Jesus mit reinem Herzen empfangen. Demnach dauert das Weihnachtsfasten vom 28. November bis zum 6. Januar. Das bedeutet, dass vor Weihnachten in Russland nicht geschlemmt wird. Wenn ich an unsere Adventszeit mit den Weihnachtsmärkten und den Schokoladen-Adventskalendern denke, scheint das unvorstellbar. Nüsse, Trockenfrüchte und Honig darf man sich in Russland allerdings in Maßen gönnen. Nicht ist vor allem der Verzehr von Fleisch, Käse, Butter, Milch und Eiern in den Weihnachtszeiten in Russland erlaubt. Außerdem darf man montags, mittwochs und freitags erst nach der Abendmesse essen und sollte dabei auf Fisch, Pflanzenöl und Wein verzichten. Am 31.12. wird traditionell unter dem geschmückten Weihnachtsbaum gesessen, die Teigtaschen Pelmeni gegessen und Neujahr gefeiert. Dabei warten die Kinder abends sehnsüchtig auf den Väterchen Frost, der um Mitternacht die Geschenke bringt. Die Figur Väterchen Frost ist ein alter Mann mit Rauschebart, der je nach Region einen schönen verzierten roten, blauen oder weißen Mantel und eine Mütze trägt. In der Hand hält er ein Zepter, dessen Spitze alles zu Eis gefrieren lässt.
Begleitet wird er von seiner Enkelin, die in der deutschen Übersetzung als Schneemädchen oder auch Schneeflöckchen bezeichnet wird. Sie hilft Väterchen Frost, die Geschenke zu verteilen. Beide kommen aus dem Wald auf einem Schlitten, der von Pferden gezogen wird. Die Enkelin ist eine klassische Märchengestalt. Sie trägt meistens einen blauen Mantel und hat eine Krone oder eine verzierte Mütze auf. In Russland sind Märchen sehr weit verbreitet. Zu Zeiten der Sowjetunion wurde die christliche Religion von der Politik unterdrückt. Es war verboten, christliche Feste zu feiern, und darum ist Jesus Geburt auch kein Feiertag in Russland. Stattdessen bringt Väterchen Frost die Geschenke in der Silvesternacht. Dieser soll sich daher auch vom westlichen Weihnachtsmann abgrenzen. Den Heiligen Abend feiern die Russen am 6.1. Das wichtigste Ereignis dieses Abends vor Weihnachten ist der lange Gottesdienst mit viel Gesang und schönen Lichterprozessionen. Früher wurden die Feierlichkeiten in Russland mit einem traditionellen Festessen abgeschlossen, da ab dem 7. Januar die 40 Tage lange Fastenzeit endet. Das Festessen ist eine Speise aus Mandeln, Mohn, Honig und Getreide und symbolisiert Ruhe und Unsterblichkeit. Heute wird der wichtigste russisch-orthodoxe Weihnachtsgottesdienst, an dem auch russische Politiker teilnehmen, im Fernsehen übertragen. Da sich die meisten Russen an Silvester beschenken, gibt es an Weihnachten in Russland normalerweise keine Bescherung mehr. Am ersten Weihnachtstag, dem 7. Januar, gehen die Menschen zur Frühmesse wieder in die Kirche und feiern danach weiter im Kreise der Familie. Unsere Reise geht weiter, und zwar bis nach Neuseeland. Durch die Zeitverschiebung von exakt 12 Stunden zur deutschen Winterzeit erweckt es den Eindruck, als ob Neuseeland am anderen Ende der Welt liegt. Durch die geografische Lage des Landes auf der Südhalbkugel der Erde sind die Jahreszeiten unseren entgegengesetzt. Wenn wir in Deutschland Winter haben, ist es in Neuseeland Sommer. Wie wirkt sich das nun auf das Weihnachtsfest der Neuseeländer aus? Ich habe wiederum 2 Experten befragt, die von den neuseeländischen Weihnachten berichten. We celebrate Christmas Day on the 25th of December, and that's when we open presents and stuff. Yeah. Then we go up to Wanaka and celebrate a bit more with our cousins. Yeah, in the morning we'd usually be with family and people to open presents together, have a Christmas breakfast or something. Christmas Eve we might get together with family before that as well. So. Usually go camping, and on the 1st of December we start listening to Christmas carols. Yeah. And everybody goes somewhere where there's a lake. So you can go swimming, skiing, biscuiting, really. Always sunny. So Christmas is our big summer holiday, so we have a lot of time. So we finish school, and usually school has a special kind of thing in early December. They might have Christmas songs then, and then we have meal on Christmas Day. Usually eat ham. Eat ham. Some roast ham. And some pavlova, cheesecake maybe. So religions, it never seems to be a big thing in New Zealand about the Christmas holidays, although it's obviously, it's meant to be about Jesus and stuff. But some people will visit the church and do a carol service, but not many New Zealanders will. But it would be the busiest night the churches have probably over the year. So, yeah. It's usually really sunny, we are swimming a lot, and always beautiful. Well, hopefully it's like this, and blue sky and sunshine. But yeah, it should be 22, 25 degrees, which is warm in New Zealand. In Neuseeland wird wie in England am 25.12. morgens Weihnachten gefeiert. Der 24.12. wird Weihnachtabend genannt, an dem hauptsächlich in der Familie zusammengesessen wird. Die Kinder dürfen am Weihnachtsmorgen die Geschenke auspacken.
also am 25.12., die traditionell der Weihnachtsmann bringt. In die Kirche gehen eher weniger Menschen. Der religiöse Aspekt des Weihnachtsfestes tritt in den Hintergrund. Dafür ist Weihnachten in Neuseeland vor allem mit 2 Dingen verbunden: Sommer und Urlaub. Die Weihnachtsferien ähneln den langen Sommerferien bei uns in Deutschland und viele Familien verreisen über die Festtage. Dabei wird gecampt und die Geschenke werden oftmals morgens im Zelt ausgepackt. Aktionen wie Fischen, Wasserski und Sonnenbaden stehen an Weihnachten an der Tagesordnung. Essenstechnisch wird oftmals gegrillt und traditionell wird der sogenannte Weihnachtsschinken kalt auf Brot zu Salaten serviert. Setzen wir unsere Reise in ein paradiesisches Land aus Traumstränden und Safari fort. Brasilien, das größte Land Südamerikas, hat allerdings mehr zu bieten als Samba, Rio und Amazonas. Die Brasilianer bilden ein Volk aus vielen Teilen der Welt, sodass viele unterschiedliche Religionen und Kulturen aufeinandertreffen. Als ehemalige portugiesische Kolonie haben die Brasilianer unterschiedliche Weihnachtsbräuche. Wie wirkt sich dies wohl auf das Weihnachtsfest aus? Ich habe erneut eine Expertin befragt, die von ihren persönlichen Weihnachtstraditionen berichtet. E eu vou contar para vocês um pouco de como é celebrado o Natal aqui no Brasil. Começando com quando a gente celebra o Natal. A gente celebra principalmente no dia 24, que é a véspera de Natal. Reunimos a família para uma janta. E todo mundo bate papo, conversa e troca os presentes também na véspera de Natal. Mas ficamos juntos até depois da meia-noite, até poder dar Feliz Natal mesmo, até o dia 25, que é quando a gente deseja Feliz Natal e cada um vai pra sua casa. Mas no dia 25 a gente também costuma passar o dia junto com a família, fazendo um almoço, enfim. E é isso. Falando um pouco sobre as tradições que a gente tem aqui no Brasil, eu não acho que a gente tenha nada muito particular, mas a gente costuma colocar decoração fora de casa, que seriam umas luzinhas que a gente coloca ao redor da casa, nas paredes e às vezes nas árvores que a gente tem no jardim. E dentro de casa, um pinheiro, uma árvore de Natal com bolinhas, enfim, diversos tipos de enfeites e também luzinhas ao redor da árvore de Natal. E aí coloca em vários lugares, tanto no local de trabalho tem, em casa, enfim, todo lugar tem árvore de Natal e tem a luzinha que pisca. Outra coisa também é a comida, que eu não sei se é uma coisa particular do Brasil, mas a gente tem o panetone, que é como se fosse, eu vou mostrar pra vocês, é como se fosse um pão, ele parece um pãozinho, mas ele é um bolo doce. O tradicional, ele é com frutas cristalizadas, é tipo um bolinho com frutas cristalizadas dentro, mas também tem a versão de chocolate, que aí seriam gotas de chocolate dentro em vez das frutas cristalizadas. Também, em questão de comida, na noite de Natal, na véspera, no dia 24, quando a gente reúne a família para jantar, a gente faz uma ave festiva, que é um frango. E também tem uma coisa bastante, não sei se é particular do Brasil, mas a gente faz um arroz à grega. E que é um arroz que a gente bota várias verduras dentro, uva passa, enfim. E é feito principalmente no Natal, que no resto do ano quase nunca se vê o arroz à grega, mas no Natal se vê bastante. Em relação à música, enfim, a gente tem músicas de Natal aqui, mas a gente não é tão ligado a isso. Tem gente que gosta, que escuta no Natal, enfim, na época de Natal, músicas, mas não acho que seja um costume, assim, geral. Algumas pessoas gostam, mas... em relação a presentes, a gente troca o presente na noite de Natal, na véspera, quando a família tá reunida, todo mundo troca o presente, enfim. Mas a gente também tem uma coisa que eu adoro, que é o amigo secreto, que a gente tira uma pessoa, enfim, troca o presente. A gente faz isso também na véspera de Natal, quando toda a família tá reunida, com certeza.
Mas a gente também não faz só em família, a gente faz, por exemplo, na escola, entre colegas, no final do ano, todo mundo faz o amigo secreto para trocar presente. E uma coisa interessante é que a gente sempre faz, no final do ano, a gente não vê os colegas de aula, por exemplo, na véspera de Natal ou perto do Natal, porque as nossas férias de verão são em dezembro, né? Já que o verão do Brasil é de dezembro a março, as nossas férias de verão da escola também são em dezembro, no final do ano. Então, antes do Natal, todo mundo já tá indo embora, acabou o ano letivo, enfim. Aí, como uma forma de confraternização também da turma, a gente tem um amigo secreto. E ele também acontece em local de trabalho. Às vezes tu tem amizade no trabalho e tu faz um amigo secreto com os colegas de trabalho. A religião no Natal aqui, ela não tá tão presente. Ela tá presente, mas assim, ela não fica num dos papéis principais, digamos assim. Ela existe, claro, a gente vai à missa, vai à igreja para rezar e etc. Mas, principalmente falando da minha família, a gente não tem nenhuma tradição em relação à religião. É mais essa questão de ir à igreja mesmo. Só que eu acho que é interessante a gente destacar que no Brasil é um país muito grande, tem muitas culturas diferentes e tem religiões diferentes. E eu não vou saber dizer como é que é a relação de todas as religiões com o Natal. Porque o Natal é principalmente cristão, por causa de Jesus, enfim. Mas a gente tem outras religiões, como religiões africanas, que são cultuadas no Brasil, e que elas provavelmente têm uma relação diferente do Natal do que os cristãos, assim como eu, têm. Então, é difícil falar sobre essa questão em um país com uma diversidade cultural tão grande. Falando um pouco sobre como é o clima, a temperatura no Brasil durante o Natal, é sempre bem quente, porque o verão aqui no Brasil começa no dia 21 de dezembro. E durante o Natal, geralmente, no dia 24, 25, as temperaturas estão batendo 35 graus por aí. Mas, assim, é sempre acima de 30 graus Celsius, no mínimo. Ebenso wie wir in Deutschland feiern die Brasilianer ihr Weihnachtsfest vor allem am Weihnachtsabend, dem 24.12. Dabei ist erst am 25.12. offiziell Weihnachten für sie. Dennoch werden die Geschenke bereits abends am 24. überreicht. Für die Kinder ist der sogenannte Vater Noel der Geschenkeüberbringer. Der Legende nach lebt er in Grönland. Diese dem Weihnachtsmann ähnelnde Figur wurde in den 1950er in Süd- und Nordamerika eingeführt und in den 60er und 70er Jahren infolge der kommerziellen Vermarktung bekannt. Äußerlich trägt Vater Noel normalerweise Kleidung aus Seide, aufgrund der sommerlichen Hitze im Dezember. Denn in Brasilien ist, wie auch in Neuseeland, Sommer und das Weihnachtsfest ist somit auch mit den Schulferien verbunden. Des Weiteren gibt es einen sehr weit verbreiteten Weihnachtsbrauch unter Familien und Freunden, genannt Amigo Secreto, was so viel heißt wie geheimer Freund oder auch geheimer Weihnachtsmann, so wie es unsere Expertin übersetzt hat. Anfang Dezember schreiben die Teilnehmenden des Spiels ihren Namen auf ein Stück Papier. Alle Teilnehmenden nehmen im Anschluss einen Zettel und die Person ist ihr geheimer Freund. Zu Weihnachten, wenn Familie und Freunde zusammenkommen, bieten sie ihm oder ihr ein Geschenk an. Dieses Spiel wird auch in Schulklassen, unter Freunden oder auf der Arbeit gerne gespielt. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts kamen viele Immigranten aus Europa und anderen Teilen der Welt nach Brasilien. Mit ihnen kamen auch andere Bräuche, die an die brasilianische Tradition angepasst wurden. So kommt es zum Beispiel, dass das Essen, welches es zu Weihnachten gibt, aus Deutschland, Italien, Portugal, Spanien und anderen Ländern stammt. Ein großes Weihnachtsessen ist zudem eher ungewöhnlich in der heißen Sommerzeit und es wird häufig Schinken, gefärbter Reis mit Gemüse und Früchten sowie das traditionell süße Brot Panettone gegessen. Die religiösen Aspekte des Weihnachtsfestes sind ebenso wie in Neuseeland nicht im Vordergrund der Festtage.
Dennoch finden einige christliche Gottesdienste am späten Nachmittag oder am frühen Abend des 24. Dezember statt. Am 25. Dezember gibt es ebenso kirchliche Veranstaltungen am Morgen und späten Nachmittag. Die meisten ziehen die Weihnachtsmesse am späten Nachmittag vor, da traditionell in den 25. Dezember hineingefeiert wird und nach dem Nachtmahl ausgeschlafen oder am Weihnachtsmorgen zum Strand gegangen wird. Die südamerikanischen Weihnachtsdekorationen sind meist etwas kitschiger und plastischer als die in Europa. Dekorationen bestehen meist aus frisch gepflückten Blumen aus dem Garten. Es gibt große Weihnachtsbäume bestehend aus 1000 bunten Lämpchen, die sich während der gesamten Jahreszeit in Großstädten wie Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro in den Nachthimmel erheben und von den Menschen in der Vorweihnachtszeit bewundert werden. Damit kommen wir leider auch schon zum Ende dieser Vorlesung. Zum Abschluss gibt es noch ein kleines Gewinnspiel, bei dem ihr ganz viele tolle Preise gewinnen könnt. Um daran teilzunehmen, müsst ihr nur eure persönliche Weihnachtstradition mit uns teilen. Postet eure Geschichte gerne auf der Facebook-Seite der Kinderuni Göttingen oder schickt uns eure Antwort privat per E-Mail an kick@kinderuni-göttingen.de, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Dazu habt ihr bis zum 9.01. Zeit. С Рождеством! Merry Christmas! Feliz Natal! Und auch von mir natürlich wundervolle, fröhliche Weihnachten. Genießt die kleine Auszeit im Kreise eurer Liebsten im Rahmen eurer ganz persönlichen Weihnachtstradition. Insbesondere in diesen Zeiten ist es natürlich sehr wichtig, die kleinen Dinge wertzuschätzen, sowie der geschmückte Weihnachtsbaum, das wundervolle Weihnachtslied im Radio oder das leckere Festessen. Startet erholt und hoffentlich gesund in das neue Jahr 2022. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder und zwar mit ganz vielen neuen spannenden Online-Vorlesungen. Bis dahin.